Es gibt Momente auf einer Weltreise, die plant man. Und es gibt Momente, die treffen einen völlig unerwartet. Vor wenigen Wochen waren wir noch zu dritt unterwegs. Alex, ich und Mr. Tingle. Heute sitzen wir hier am Gardasee und Mr. Tingle ist weg. Er ist nicht verschwunden, er ist nicht weggelaufen und er ist auch nicht gestorben. Und irgendwie hätten wir nie gedacht, dass wir diese Geschichte jemals erzählen werden. Wenn ihr unseren Kanal Miles Meets Moments verfolgt, dann wisst ihr, wer Mr. Tingle ist. Wir hatten ja eigentlich was Größeres mit ihm vor. Er ist ja unser Mitarbeiter. Er sollte uns durch Afrika begleiten, hier in Europa mit in die Videos reinkommen. Das Leben schreibt manchmal andere Skripte. Deswegen wollen wir euch heute die gesamte Geschichte erzählen von Mr. Tingle ohne Drama. Mr. Tingle kam nicht als Star in unser Leben, er war einfach da. Natürlich auch Teil unseres Lebens. Er war frech, charmant, total verspielt. Das ist nicht einfach nur eine Katze. Und sollte Teil unseres Projekts Miles Meets Moments werden. Also auch ein großer privater Freund. Er sollte im Bronco mitreisen, die Welt entdecken, vielleicht in den ein oder anderen Videos mal mitspielen. Und irgendwann hatten wir uns überlegt, wird Mr. Tingle mal so berühmt wie unser Bronco. Klingt jetzt verrückt für euch, aber so ist es halt nun mal. Und genau das macht diese Idee auch aus. Und dann kam der Moment, da wussten wir, Mr. Tingle kann nicht mit auf die Reise gehen. Nicht heute, nicht morgen, auch nicht die nächsten Wochen oder Monate. Offizielle Quarantäne. Es ist ja 6 Monate weg und ich weiß, es gibt größere Probleme auf der Welt. Aber wer Tiere hat, weiß, Tiere haben ein sehr enges Verhältnis zu Menschen. Man liebt sie, man baut eine Beziehung auf und jetzt ist absolute Stille. Und das ist halt der Moment, den wir kaum mehr aushalten können. Die gute Nachricht ist, Mr. Tingle geht's gut, er ist sicher und es wird sich um ihn gekümmert. Aber das Schlechte ist, es dauert, bis wir ihn wieder haben. Nichtsdestotrotz möchten wir ihn mitnehmen auf unsere Reise, aber eben auf eine andere Weise. Was können wir jetzt tun? Wir können wie immer nur das Positive aus der Sache herausmachen. Wir werden seine Geschichte jetzt weitererzählen und mit eurer Hilfe werden wir vielleicht was viel, viel Größeres daraus schaffen. Und wenn wir ihn dann irgendwann mal wieder abholen werden, was mindestens noch 6 Monate dauert, dann werden wir einen echten Mr. Tingle an Bord haben. Und deswegen haben wir die Kampagne Free Mr. Tingle gegründet und brauchen eure Unterstützung dafür. Mr. Tingle gehört zu Miles Meets Moments. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir ihn wieder abholen. Und darauf freuen wir uns jetzt schon. So, damit ihr überhaupt wisst, was los ist, fangen wir mal ganz am Anfang von vorne an. Ganz von vorne. Ja. Da war also dieses kleine Mädchen in Marokko. Jürgen, komm, die kleinen Kätzchen gucken. Ja, nach 2 Tagen haben wir dann mal geguckt, sind mit dem kleinen Mädchen in die Scheune gegangen, wo die beiden kleinen Kätzchen waren und waren ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Geschockt. Wir waren richtig geschockt. Ich sah ein Wesen, ein kleines Kätzchen, die Schwester von Mr. Tingle, die gar nicht mehr lebend aussah. Ja, wir haben gedacht, dass ihr ein Auge fehlt, weil das Auge war zu, das andere noch auf. Und ich konnte da gar nicht hingucken. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo ich fast geweint hätte. Dieses kleine Kätzchen hat sich auf meinen Fuß gelegt. Auf diesen. Ich hatte sogar diese Treter hier an. Hat sich da drauf gelegt, sich so ausgestreckt und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es gesagt hat, rette mich. Dann haben wir dem kleinen Kätzchen erstmal die Augen ausgewaschen, die mittlerweile beide zu waren. Es fehlte nämlich kein Auge, sondern die waren verklebt, voller Eiter. Wahrscheinlich hat es Katzenschnupfen gehabt. Und dann haben wir gemerkt, wie das Leben wieder zurückkam in dieses kleine Wesen. Es konnte wieder sehen und es hat sich bewegt. Und ja, da haben wir gedacht, jetzt schafft das kleine Tierchen es zu überleben. Und wir haben es wieder zurück in die Scheune gebracht, zu dem kleinen Bruder, zu Mr. Tingle.
Und am nächsten Tag kamen wir wieder und alles war eigentlich noch schlimmer. Ich erinnere mich noch an eine total schöne Situation in diesem Moment, wo sich die Augen öffneten. Es fing an, hier so auf dem Arm zu laufen und hat sich hier hinten in meinen Nacken gelegt, was Katzen wohl gerne machen. Und genau das Gleiche hat der Mr. Tingle später auch andauernd gemacht. Also das ist hier so sein Lieblingsplatz. Jedenfalls sind wir dann am nächsten Tag ganz spontan und ganz schnell mit den beiden Katzen zum Tierarzt gefahren. Wir haben sie in so einen kleinen Karton gepackt und wurden dann dorthin gebracht. Unser Fahrer, der Abdul, der hat gesagt, das kleine Kätzchen ist so gut wie tot, das hat keine Chance mehr. Wir haben aber die Hoffnung nicht aufgegeben und sind erstmal gefahren. Wir waren beim Tierarzt. Die Tierarzthelferin öffnet den Karton, guckt schon. Ich wusste schon direkt, was los ist. Und die Schwester von Mr. Tingle lag tot im Karton. Und dann haben wir dem Tierarzt gesagt, kümmere dich bitte um den Mr. Tingle. Das war mir klar, dass der überlebt, weil der war zweimal so groß wie seine Schwester, die wir übrigens Tissy genannt hatten. Diese Schwester, die konnte einfach nicht überleben, sollte nicht überleben, wie das halt so im Leben ist, im tierischen wie auch im menschlichen Leben. Und dann hat der Mr. Tingle erstmal eine 6- oder 7-stündige Wellness-Totalbehandlung bekommen. Ja, genau. Der wurde erstmal untersucht beim Tierarzt, vor allen Dingen gereinigt. Der war nämlich auch voller Zecken und total verklebt. Hat dann Mittel gegen Parasiten bekommen. Und als wir ihn dann wieder abgeholt haben am Nachmittag, da haben wir ein ganz sauberes Kätzchen entgegengenommen, was total nach Vanille roch. Ja, 3 Tage, 4 Tage hatten wir so den Vanillekater. Auf dem Rückweg haben wir den natürlich nicht mehr in diesen alten Karton gestopft. Ja, der hat die Vollausstattung bekommen. Genau, ist wir ja sind klar. dann erstmal mit ihm shoppen gegangen und haben ihm seine Höhle gekauft, den kleinen Käfig, seine Transportbox und haben kleinen Mäuse Futter gekauft, kleine Mäuse gekauft. Also die kleinen Mäuse machen ihn richtig verrückt. Der hat so kleine Spielmäuse. Ja. Da läuft er auf 360. Naja, kurze Sache, wir müssen das ein bisschen schneller erzählen. Habt ihr eben gesehen, was mit der Welle passiert ist? Die kommt dann nochmal zur Strafe. Er war dann ein paar Tage da bei uns, hat auch bei uns im Wagen gewohnt. Und dann ging es ein zweites Mal zum Tierarzt, weil wir Papiere brauchten. Der Tingle hatte keinen Chip und auch sonst nichts. Und wir mussten abreisen. Und uns war klar, der kleine Mann, der wird uns begleiten. Weil der lief uns tatsächlich wirklich jeden Tag hinterher wie eine kleine Ente. Da auf dem Grundstück konnte er noch frei laufen, da kannte er sich ja auch aus. Aber er wusste immer, wo wir sind und kam auch immer wieder zu uns zurück. Er lag hier so auf meiner Hand und knabberte an meinen Knochen und saugte da so dran. Ich wusste, niemals werde ich den in Marokko lassen. Und wenn, bleiben wir selber 3 Monate noch mal länger. Wir waren ja schon 6 Monate da. Und dann wären wir nach Mauretanien ausgereist, hätten da 3 Monate gewartet und wären irgendwie wieder zurückgekommen. Es war aber im Endeffekt keine Option. Ja, wir sind dann noch mal zum Tierarzt, haben ihn dann impfen lassen, chippen lassen und ein Gesundheitszeugnis bekommen. Papiere wurden immer größer. Wir hatten schon einen ganzen Stapel Papiere, alle auf Französisch. Wir wussten ja, wenn eine kleine Katze aus Marokko ausreist und in Europa einreist, da braucht man normalerweise den EU-Heimtierausweis, heißt es. Ja, ne? den gibt's in Marokko nicht. Ja, und 2 Tollwutimpfungen und den Titer-Test vor allen Dingen. Weil in Marokko ist ja ganz akut noch Tollwut-Gefahr. Also da gibt es einige Tiere, die da noch Tollwut haben und darüber tragen. Und mit der Krankheit ist nicht zu spaßen. Deshalb sind da die Vorschriften auch so hart. Der kleine Kerl war aber noch nicht alt genug für 2 Impfungen. Und so haben wir einen Kompromiss gefunden. Wir sind abgereist in Marokko mit der Wahrnehmung, er hätte seine erste Impfung bekommen, er hätte seinen Chip bekommen, er hätte seine Papiere bekommen, die wir, Fehler Nummer 1, nicht richtig gelesen haben. Und wir sind eingereist nach Italien, niemand hat sich für die Katze interessiert und im Endeffekt ist alles anders gekommen. Und was wir jetzt sagen, ist äußerst wichtig, wenn ihr vorhabt, ein Tier
aus einem Nicht-EU-Land in ein EU-Land einzuführen. Man muss auf jeden Fall grundsätzlich, aus welchem Land man ein Tier einführt, auch egal in welches Land, sich vorher bitte immer ganz genau darum kümmern, was sind hier die Vorschriften. Und diese Vorschriften, die sind auch nicht da, um euch zu ärgern, sondern die haben natürlich ihre Berechtigung und die solltet ihr wirklich euch zu Herzen nehmen. Das sind 3 Dinge. EU-Heimtierausweis, Titer-Test, der in einem zentralen Labor unserer Meinung nach in Frankreich gemacht wird, und die entsprechenden Gesundheitspapiere und 2 Tollwutimpfungen. Reist nicht wie wir mit einer halben Tollwutimpfung ein, die sich am Ende als gar keine Tollwutimpfung rausstellt, was ihm das Leben gerettet hat. Wir müssen zugeben, hier offen und ehrlich, wir sind im Endeffekt, was wir auch später erst erfahren haben, illegal mit dem Mr. Tingle in ein EU-Land eingereist. Kann alles gut gehen, aber wie in unserem Fall ist es nicht gut gegangen und im Endeffekt ist es vielleicht auch richtig so gewesen, wie es gekommen ist. Mr. Tingle wurde plötzlich krank. Also er wurde immer schwächer, er hat nicht mehr gefressen. Wenn man ihn hochgehoben hat, hat er miaut. Wir haben gedacht, das sind vielleicht so seine neuen Allüren. Er wächst heran und hat keine Lust, auf den Arm zu gehen. Aber es wurde immer schlimmer mit dem Miauen und er konnte auch nicht mehr richtig laufen. Er hatte irgendwie Probleme mit den Hinterbeinen und knickte immer weg, sodass wir dann hier in Italien zur Tierärztin gegangen sind, die sich ihn mal vorgenommen hat und untersucht hat. Das Kätzchen immer hochholt und jedes Mal miaute, Und es wurde immer schlimmer mit dem einem der Miauen. Instinkt schon, da stimmt was nicht. Ja. Diese Ärztin hat super Arbeit geleistet, hat ihn irgendwie erstmal dazu bekommen, dass er mal wieder ordentlich auf die Toilette geht, obwohl er das einen Tag vorher noch gemacht hatte, aber das war mal so richtig ordentlich vor unseren Augen. Und dann war der richtig ausgemistet. Zum Leid von Jürgen, ne? Der Kerl, ja. Und dann ging es ihm wieder etwas besser und er hat auch Schmerzmittel bekommen. Aber am nächsten Tag war wieder alles so. Also sind wir zur Ärztin zurück und sie hat gesagt, der hat irgendwas am Knochen, was Er hatte auch einen Vogel gefressen. Er hatte mit dem oder Vogel so. gespielt, was Ekliges gemacht. Der Typ muss jetzt zum Röntgen in eine Fachklinik. Und da ist es jetzt letztendlich passiert. Ja, wir sind dann nach Salò in die Klinik gefahren, wo wir gedacht haben, da kriegt er jetzt Ultraschall und wird geröntgt und stattdessen lief da alles anders. Ne? Ja. Also erstmal haben wir 2 Stunden im Wartezimmer gewartet, bis wir dran waren. Ist ja auch okay, wir hatten ja keinen Termin. Dann Und kam ein Starmediziner, hat ihn hinten am Nacken rausgezogen, hat ihm die Lampe ins Auge gehalten und gesagt, fass ich nicht mehr an, hat Tollwut, nimmt den Hörer, ruft die Behörden an und die Behörden sind sofort informiert und haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, weil in dem Moment standen wir 2 Wochen lang unter Beaufsichtigung, weil wir hatten ja unsere Garda 180 Tour noch zu laufen und haben wirklich jeden Tag mit den Behörden gesprochen und kommuniziert. Ja, dass der Tierarzt so gehandelt hat, das war natürlich auch seine Pflicht, weil er hat dann im Impfausweis gesehen, dass eben die Impfung keine Tollwutimpfung war. Also gingen die Alarmglocken an. Und natürlich muss man alles dafür tun, dass diese Krankheit, die in Italien ausgerottet ist, nicht ins Land eingeschleppt wird. Und das Tückische bei Tollwut ist, also er hat tatsächlich Symptome, die hätten Tollwut sein können, aber symptomfrei kann er trotzdem noch diese Krankheit in sich tragen. Er hat jetzt ein Restrisiko, wo er vielleicht noch mal in 6 Monaten Tollwut bekommen könnte. Und da haben die Behörden auch richtig reagiert und gesagt, der ist jetzt erstmal hier in Quarantäne und da muss er entsprechend bleiben. Und uns wurde das dann auch sehr, sehr schnell klar, dass wir nicht korrekt gehandelt haben. Weil theoretisch, und wir haben unsere Lektion gelernt, hätte das alles noch viel schlimmer ausgehen können, wenn es dann Tollwut gewesen wäre. Also vergesst das mit dem Einreisen von kleinen, süßen Katzenbabys und Hunden Am besten, aus Nicht-EU-Staaten. Auch eine Empfehlung, fasst die Tiere gar nicht erst an, auch wenn ihr sie gerne habt. Nochmal ins Krankenhaus, haben nochmal 2 Impfungen bekommen auf die 3, die wir sowieso schon hatten. Und das ist halt genau das, was ihr dann machen müsst. Ihr müsst, wenn ihr gebissen, gekratzt oder geleckt werdet von
Straßentieren ins Krankenhaus und euch 2-mal impfen lassen. Ihr müsst das. Ansonsten werdet ihr zu 100% sterben, wenn die Tollwut ausbricht. Egal, was ihr jetzt denkt und wie ihr zur Impfung steht, macht es oder sterbt. Ja, das ist halt, man weiß es halt nicht. Man sieht es den Tieren unter Umständen nicht an. Das ist einfach Fakt. Ja. Also früher hat man immer gesagt, wenn die Schaum vorm Mund haben, dann haben die Tollwut. Aber wie gesagt, man sieht das gar nicht unbedingt. Wird uns jetzt bei unserem nächsten Marokko-Besuch das abhalten, uns da mit den Tieren zu beschäftigen? Nein. Werden wir noch mal ein Tier mitnehmen aus Marokko? Ja. Aber in der richtigen Reihenfolge. Tetatest, Papiere machen lassen, 3 bis 4 Monate warten, wenn man die Zeit nicht hat, hat man dann dort eine Tierschutzorganisation, die das für einen überbrückt und nicht einfach kopflos mit dem Tier einreisen. Ja, wie ging es dann weiter? Dann hatten wir ein Schreiben bekommen und da steht drin, in 10 Tagen bekommt ihr Mr. Tingle zurück und das war schon schwer genug, diese 10 Tage abzusitzen. Genau, dann waren die 10 Tage rum und wir hatten einen Termin mit dem Veterinäramt. Genau. Und da passierte schon etwas sehr Skurriles, richtig? Ja, wenn du skurril meinst, dass da 6 Leute saßen uns gegenüber und also ihr kommt in einen Raum, dort sitzen 6 Leute und ihr seid unbescholtene Bürger der EU, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was passiert. Also es wurde alles toll vorgetragen, wir wurden ganz nett behandelt, es wurde alles erklärt und dann fiel halt der entscheidende Satz. Ihr habt jetzt bestimmt gedacht, wie wir euch geschrieben haben, ihr könnt jetzt die Katze mitnehmen, aber wir können euch die Katze nicht geben. Und das war richtig Horror. ja, der ganze Fall, der wurde tatsächlich national auch hier besprochen, mit den nationalen Ämtern besprochen und gemeinsam wurde zwischen den einzelnen Instanzen entschieden, der arme kleine Mr. Tingle, der muss für 6 Monate in Quarantäne. Genau. Und der Grund, warum 6 Monate? Ja, weil Tollwut, wenn er Tollwut tatsächlich in sich tragen würde, kann bis zu 6 Monate ausbrechen. Also innerhalb dieser 6 Monate kann praktisch die Krankheit akut werden und So lange muss er halt begutachtet werden. Ich habe aber auf den Videos, die uns gezeigt haben, schon gesehen, was das für ein schlauer Kerl ist. Also er sieht kräftiger wie je aus. Sie spielen mit ihm, er schlug schon wieder. Und wird gut versorgt, hatte riesen Näpfe voll mit Futter. Ja. Wahrscheinlich kriegen wir einen fetten Kater zurück. Der hat da jetzt Vollpension, wie hinter Gittern. Und wir beide, wir dürfen ihm die Vollpension jetzt bezahlen. Das kostet richtig viel Geld und haben eine fette Strafe obendrauf bekommen. Und da werden wir auch dran zu knabbern haben. Wir werden jetzt versuchen, eine Crowdfunding-Kampagne Free Mr. Tingle ins Leben zu starten. rufen, ja. Vielleicht werden wir dann ein bisschen was davon kompensieren können. Aber was soll man jetzt tun? Ich habe euch ja jetzt schon mehrfach zu verstehen gegeben, das haben wir zurecht bekommen. Und mehr als das jetzt ausbaden und euch natürlich auch zu sagen, weil ihr fragt ja ständig, was ist mit Mr. Tingle? Ist es nicht. Und dafür bekommt Mr. Tingle dann einen 2-stöckigen Stall, so nenne ich ihn mal, einen großen Stall, haben wir auch schon Fotos von gesehen. Und hat dann 2 Etagen mit so einem Kratzbaum und so einer Mr. Tingle Erlebniswelt. Und im Moment dürfen wir euch keinerlei Fotos oder Videos zeigen, sonst bekommen wir sie selber nicht mehr. Und je nachdem, wie sich das jetzt hier so entwickelt, vielleicht kriegen wir das Amt ja auch hier in Italien überredet, dass sie dann nochmal für die Community ein Video oder auch ein Foto produzieren können. Weil darauf werden wir jetzt auch die 6 Monate drauf hinarbeiten und euch natürlich immer wieder mit Infos und News und Ideen informieren. Wir werden auch mal live gehen, wo wir gemeinsam überlegen können, was können wir tun. Wir wissen uns jetzt auch erstmal nicht weiter, als dieses ehrliche Video für euch zu machen. Genau, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Also, was hatte Mr. Tingle denn jetzt, wenn er keine Tollwut hatte? Ne? Das haben wir schon wieder vergessen. Das haben wir nämlich gefragt auch. Ja, das wurde uns auch gar nicht mitgeteilt. Wir haben da nachgefragt.
Und letzten Endes waren es wahrscheinlich Parasiten oder Würmer, die ihn da so gequält haben. Ne, die Anzeichen waren wirklich so, wie es hätte bei Tollwut sein können. Aber es war es Gott sei Dank nicht, weil dann wäre er tatsächlich innerhalb von spätestens 10 Tagen verstorben. Ja, das heißt, das Schlimmste hat er überstanden. Und das würde auch alles erklärbar sein, weil ich greife ihn immer so von unten mit so 3 Fingern, so wo auch sein Magen ist. Und da miaunste er halt am schlimmsten. Und auch als diese große Entlastung beim Tierarzt stattfand, hat man richtig gemerkt, das muss irgendwas vom Magen sein. Und wenn da Würmer, Parasiten, was weiß ich was drin war. Und der Typ war ja sowieso bis zum Dach oben mit irgendwelchem ekligen Zeug so behaftet, was wir ja schon alles rausgeholt hatten. Alleine was da aus den Ohren alles rauskommt. Ja. Ersparen wir euch jetzt hier. Hat er jetzt wahrscheinlich so eine Wellnessbehandlung innen wie auch außen bekommen und lebt jetzt auf unsere Kosten da im 5-Sterne-Hotel. Na, ich glaube, er würde lieber bei uns leben. Na klar, Also. na klar, aber was soll man machen? Soll man jetzt weinen? Wir haben ja schon genug über die Situation traurig abgehangen und überlegt, sehr was traurig. tun wir. Und jeden Morgen denken wir halt an den kleinen Kater und stellen uns vor, wie es war, als er da war. Und Ja, es kommt zu Unzeiten, aber wir werden jetzt unseren Weg fortsetzen. Der Plan ist, bis nach Griechenland zu kommen und dann fahren wir wieder zum Gardasee zurück. im Holen Dezember ihn ab, hoffentlich. Ne? hoffentlich vor Weihnachten und vielleicht können wir dann alle zusammen mit euch auch dann in Griechenland Weihnachten feiern. Das wäre jetzt so mein Big Picture und meine große Vision. Das wird gut ausgehen. Ja, die Gefahr für Mr. Tingle ist sehr, sehr, sehr gering. Der hat 3 Ärzte um sich herum, der hat die Behörden dort. Wir werden immer mit Bildern und Videos versorgt. Er wird Sieht jetzt lustig ausgestattet aus. mit seinem Ja. EU-Heimtierausweis, bekommt seine Impfungen, die er haben muss. Und dann können wir auch ganz beruhigt weiterreisen und andere Grenzen überschreiten. Aber wichtig auch da, es gibt auch andere Länder mit anderen Regeln und wenn wir nicht in der EU sind, müssen wir uns auch da informieren, was da Pflicht ist, Ja. damit wir problemlos weiterreisen können. Klar, ich habe ja gesagt, wir haben unsere Lektion gelernt und Ja. das müssen wir jetzt ausbaden. Und was anderes als das können wir jetzt auch, glaube ich, zum heutigen Zeitpunkt euch gar nicht mitteilen. Toll, dass ihr zugehört habt. Schreibt ruhig noch mal ein paar Sachen drunter. Vielleicht wisst ihr ja irgendwas. Aber lasst uns nicht den Behörden irgendwelche Vorwürfe machen. Die haben alles komplett richtig gemacht, meiner Meinung nach. Wir waren naiv und wir haben uns von Mr. Tingle so ein bisschen verzaubern lassen, wollten ihn zu schnell als Mitarbeiter einstellen. Und dann hat er einfach gesagt, wenn die mir kein richtiges Gehalt zahlen, die Typen, dann werde ich jetzt einfach krank. Und dann lassen wir das mal eskalieren, das ganze Thema. Und jetzt schreiben wir ihm 6 Monate lang einen kleinen Dienstvertrag, zahlen ihm ein gutes Gehalt und machen es ihm maximal schön. Ich habe auch schon so ein paar Pläne mit Alex, wie wir den Bronco jetzt für ihn weiter ausbauen, dass er da eine 3-stöckige Erlebnisanlage bekommt, mit Hühnerleiter, mit allem Pipapo. Und dann beschäftigen wir uns jetzt was länger mit dem Umbau, oder? Ja. Danke, dass ihr uns zuhört. Ja, danke euch. Danke, dass ihr immer so ehrlich zu euch seid. Wir sind's auch. Und lasst uns das gemeinsam irgendwie packen. Wie gesagt, Free Mr. Tingle. Und das ist mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint. Aber wir schaffen das. Wir kriegen ihn wieder. Ja, Das ist das Wichtigste, ne? ja. Wir denken an dich, Mr. Tingle. Mr. Tingle wartet jetzt auf seine Freiheit.